Was kann man mit dem Buzzer und wie trainieren? Damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikam Trompetentraining. Viele haben sich den Buzzer besorgt und haben mich angeschrieben, dass keine Gebrauchsanweisung dabei war, und man möchte natürlich dementsprechend auch wissen, was man wie mit dem Buzzer trainieren kann, damit man erstmal natürlich alles richtig macht und zweitens einem auch gesagt wird, was man eben trainieren kann. Also wir fangen ganz von vorne an und schauen uns den Buzzer einmal an. Also man hat ein großes Loch oben, das heißt, da kommt unser Mundstück rein. Ganz klare Angelegenheit. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einen Korken, das heißt, den kann man zum Beispiel abmachen, wenn man den Buzzer austrocknen lässt, nachdem er gebasst hat, beziehungsweise man kann natürlich auch mit einem Tuch durchwischen oder mit einer Bürste durchwischen nach dem Üben, ähnlich wie bei einer Klarinette, bei Saxophon, bei Holzblasinstrumenten im Allgemeinen, damit man eben das Holz wieder trocken bekommt. Letztendlich kann man aber auch einfach den Korken abmachen, man lässt es trocken, Luft trocknen und dann ist es auch in Ordnung. So, machen wir den Korken wieder drauf und natürlich auch unser Mundstück. Dann haben wir hier ein Loch und auf der gegenüberliegenden Seite ein zweites. Je nachdem, ob ich ein Loch offen habe oder eben beide, ist das Ansprachverhalten bzw. das Training auf unterschiedlichsten Gebieten für uns Blechbläser möglich. Wir kommen da gleich im Speziellen nochmal drauf, aber eins soll gesagt sein: Wenn ihr beide Löcher offen habt, dann verbraucht man viel mehr Luft. Das heißt, dort kann man natürlich auch richtig in Sachen Luftfluss trainieren, beziehungsweise kann dort natürlich auch seinen Klang optimieren, den man dann auch wirklich 1:1 aufs Trompetespielen übertragen kann, damit man einen wunderbaren Trompetensound hat. So, wir gehen aber nochmal zum Buzzer zurück, und zwar der Buzzer ist ja lediglich eine Verlängerung unseres Mundstücks. Normalerweise, wenn ich auf dem Mundstück spiele, ist natürlich die Luftsäule sehr, sehr kurz, weil dort hört das Mundstück auf, dementsprechend endet auch die Luftsäule und es ist gar nicht so leicht, auf dem Mundstück einen vernünftigen Buzzing-Ton hinzubekommen. Die Luftsäule ist so kurz, da hat sich Markus gedacht, jawohl, ich verlängere die Luftsäule, indem ich mir den Buzzer erfinde, also Markus Arnold, der Erfinder des Buzzers, und hat dann letztendlich das Mundstück draufgesetzt und die Luftsäule erweitert. 2 Löcher reingebohrt und hat letztendlich eine Verlängerung des Mundstücks und man hat eine wunderbare Ansprache bei seinem täglichen Warm-up. Beziehungsweise natürlich auch im Urlaub oder im Auto kann man jederzeit Sachen trainieren. Ich nutze den Buzzer zum Beispiel immer, wenn ich zu einer Probe fahre. Einfach, wenn ich 20 Minuten, eine halbe Stunde im Auto sitze, einfach die ganze Zeit locker vor sich hingebasst. Du kommst an, nimmst die Trompete und bist schon warm und kannst sofort loslegen, ohne großartig dich auf dem Instrument einspielen zu müssen. Du hast ein wunderbares Gefühl auf der Lippe, wenn du es richtig machst. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Da müssen wir auch gleich ins Detail rangehen. Einen Tipp gebe ich dazwischendurch noch. Ich verlinke dir hier in der Videobeschreibung Blasmusik Digital. Das ist eine Online-Lehrplattform für speziell Musiker und dort gibt Markus auch immer Workshop rund ums Trompetespielen und auch den Buzzer. Mitte Mai, Ende Mai, ich bin jetzt gar nicht sicher, ist eben wieder so ein Workshop mit Markus und da empfehle ich dir unbedingt mal dran teilzunehmen. Dort erfährst du wirklich alles rund um den Buzzer, wie es dazu kam, warum es dazu kam, ganz interessante Geschichte und letztendlich natürlich auch, was wie geübt werden kann. Heute übernehme ich den Part in diesem Video und zwar zeige ich dir meine Daily Routine mit dem Buzzer. Wichtig für mich ist immer, dass ich natürlich, wenn ich anfange, auf dem Blechblasinstrument zu spielen, ein vernünftiges Aufwärmprogramm habe. Und dafür nehme ich immer den Buzzer. Das heißt, egal wo ich gerade eben bin, in der Küche oder irgendwo oben oder im Auto sitze, dann kann ich den Buzzer immer nehmen. Wichtig für mich ist, zu Beginn ein Loch mache ich zu. Das heißt, ich halte den Buzzer so, dass ich mit dem Ringfinger oder dem kleinen Finger das oberste Loch zuhalten kann, zudrücken kann, und dementsprechend habe ich natürlich etwas mehr Widerstand, ähnlich bei der Trompete beim Spielen, und kann so meine Übungen machen. Ich fange erst immer an mit dem geraden Ton. Ohne großartig Druck auf die Lippen auszuüben, mache ich die Lippen zu, mache das Mundstück drauf, puste und dann fangen die Lippen an zu schwingen und ich kann den Ton aushalten. Im zweiten Schritt gehe ich in die Bindungen rein. Also nach oben, nach unten oder auch eine Kombination aus beiden jederzeit möglich, damit man einfach seine Ansatzmuskulatur locker bekommt, dass die Luft fließt, dass man Klang erzeugt, dass die Lippen sich gut einschwingen können. All das mache ich.
Im nächsten Schritt gehe ich rein und spiele ein paar Intervalle. Das heißt, ich gehe ganz banal erstmal von der Quinte aus, und zwar die einer Durtonart. Das heißt, ich spiele. Dann der Dreiklang. Und natürlich gehe ich auch nach unten. Und letztendlich habe ich ja so schon eine ganze Tonleiter, das heißt nach oben eine Quinte, nach unten eine Quarte. Und dann habe ich schon allerhand Übungen, die ich da jetzt machen kann. Zum Beispiel die Clark Second Study, die ist sowieso ein Klassiker auf der Trompete, wieso nicht auch auf dem Buzzer. Solche Sachen kann man natürlich auswendig ohne Probleme üben, ohne großartig drüber nachzudenken. Man lässt die Luft fließen, man geht in irgendwelche Tonleitern rein, in irgendwelche Übungen, spielt Lieder, die man auswendig kann, und wenn es nur Kinderlieder sind oder du bist im Auto unterwegs, machst das Radio an und spielst einfach dazu. Das Gute ist, du hörst natürlich sehr, sehr genau zu, was du auf dem Buzzer spielst, beziehungsweise wie es zu der Musik passt, die im Radio kommt, und dementsprechend kannst du natürlich auch automatisch dein Gehör verbessern und letztendlich auch die Intonation dann beim Trompetespiel. Also ein weiterer Vorteil, der uns einen Schritt beim Trompetespielen nach vorne bringt. Wenn man jetzt beide Löcher beim Buzzer offen hat, entweicht natürlich wesentlich mehr Luft, als wenn ein Loch geschlossen ist. Das heißt, hier habe ich Luftflussübungen und dementsprechend natürlich auch Klangübungen. Da starten wir so, dass wir erstmal wieder einen Ton haben, laut werden und wieder ins Decrescendo gehen. Also laut werden und leiser werden. Kann man unterschiedlich trainieren, indem man mit der Intonation gleich bleibt oder ob man höher und tiefer wird. Mir geht es in erster Linie darum, auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie fühlt sich der Buzzer eigentlich an, wenn beide Löcher offen sind. Ganz anders, als wenn ein Loch verschlossen ist, und dementsprechend einfach nur mal ein paar Töne spielen, hoch, runter, gebundene Töne, wie gerade eben auch schon. Und immer dran denken, nicht mit dem Buzzer, mit dem Mundstück gegen die Lippen drücken, sondern das macht alles die Luft. Die Luft und die Lippenmuskulatur, die geht in Spannung, aber niemals mit dem Druck vom Mundstück auf die Lippen, sondern die Lippen können das selber. Die müssen nicht abgedrückt werden. Und das kann man auch beim Buzzer wunderbar trainieren. Alle Probleme, die wir anhand der Trompete zum Beispiel haben, ist sowieso immer gut, wenn man einen Schritt vom Instrument weggeht und zum Beispiel sich der Problematik mit dem Buzzer zum Beispiel annähert. Weil man einfach dieses standardisierte, dieses gewohnte Gefühl an der Trompete, und dann macht man gewisse Sachen automatisch. Das hat sich automatisiert. Deswegen ist es ganz spannend, zum Beispiel Probleme wie zum Beispiel Bindungen oder auch gestoßene Töne auch auf dem Buzzer zu trainieren. Ne? Wenn man zum Beispiel macht beim Halsanstoß, ne, das ist typische Stimmbandverschluss, dann unbedingt mit dem Buzzer zum Beispiel auch an die Sache rangehen und auch die Flatterzunge. Alle möglichen Sachen kann man machen, die man auf der Trompete üben würde. Man hat hier keine Ventile, das ist klar. Dementsprechend kommt es natürlich mehr auf die Ohren an und dementsprechend kann ich natürlich Lockerheit, Luftfluss, Klang, Flexibilität und Intonation ohne Probleme trainieren, indem ich immer an die wichtigsten Punkte denke, nicht mit dem Mundstück gegen die Lippen zu drücken, die Luft fließen zu lassen, die Muskulatur kann die Lippen selbst in Spannung oder Entspannung bringen, da muss ich nicht das Mundstück draufdrücken, und ganz wichtig ist eben Klang produzieren, indem ich Luft nach außen bringe, eine ganz wichtige Sache. Also, nochmal das Wichtigste:
Unten in der Videobeschreibung natürlich dementsprechend der Link zu Blasmusik Digital, wo ihr Markus in einem Live-Online-Workshop auch live miterleben könnt, dem Erfinder des Buzzers nochmal, und dementsprechend natürlich auch die Verlinkung, wo ihr den Buzzer beziehen könnt, wo ihr den bestellen könnt, und dementsprechend wünsche ich euch natürlich sehr viel Erfolg beim Buzzern, beim Trompete spielen. Nutzt die Möglichkeit, es ist wirklich eine sehr gute Alternative zum Trompete spielen, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder zum Beispiel im Auto unterwegs ist. Ich nehme den immer her, weil es einfach Spaß macht und man wunderbar locker ein Warm-up machen kann und dann beim Auftritt, wenn man ankommt, läuft es einfach wie geschmiert. Das war's zu diesem Video und zum Buzzer, wie du trainieren kannst. Also vom Prinzip sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt. Toi toi toi, dranbleiben ist das Motto. Wir sehen uns im nächsten Video nächste Woche. Bis dahin, ciao, euer Nico.